Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns das Bosch Monster an GSA 18V28. Der hat 2900 Hübe, 28 mm Hub. Er ist produziert in China, Verarbeitung finde ich relativ gut, das jetzt hier den Haken zum Aufhängen. Verarbeitung vorn sehr gut gummiert, hinten leider kaum bis gar nicht gummiert, das ist relativ hart, das heißt Vibrationen kommen extrem viel an. Ich verstehe nicht, wieso das so viele Hersteller machen, dass man nur vorn gummiert und hinten nicht. Da hab's einen Schlüssel, um die Schiene zu verstellen. Also optisch gefällt er mir ganz gut. Der hat halt keine LED, was finde ich auf jeden Fall ein Nachteil ist. Manchmal würde man schon eine brauchen, denke ich. Und es wäre nicht allzu schlecht, wenn man die hat. Wir haben eine Gesamtlänge von 46 Zentimetern. Und ja, was gibt's zu sagen? Also vorne super gummiert. Die Sägeblattaufnahme gefällt mir ganz gut, weil man eben das einmal aufmacht, dann kann man das Sägeblatt hineinstecken und dann geht es zu. Und aufmachen geht auch ganz gut. Ich mag das, wenn man es einhändig bedienen kann und das dann wechseln kann, weil mit zwei Händen das halten und dann mit der anderen Hand reintun, das ist manchmal fummelig ein bisschen. Da hat man die Verstellung, ob man eben Pendelhub haben will oder nicht. Pendelhub an, Pendelhub, also jetzt ist an, jetzt ist aus. Und das finde ich ganz gut, dass man das hat. Pendelhub macht definitiv einen Unterschied. Und ja, sonst, also wie schon gesagt, schön gummiert. Keine LED, das ist ein kleiner Nachteil, und hinten schlecht gummiert. Da schauen wir die Vibrationswerte an. Vorne sind wir bei genug, also das ist gar nicht so wenig. Bei 40 ungefähr Meter pro Sekunde, obwohl es gummiert ist. Hinten in der Handfläche oder sagen wir deinem Knöchel drinnen haben wir teilweise 8, 9, 10, 11, teilweise 12 Meter pro Sekunde. Das ist ja im Mittelwert von, also sagen wir ein Durchschnittswert, oder genau in der Mitte von den angetesteten, maximal 25, was ich gemessen habe, Minimum 2,5. Seht, da wo es halbwegs gummiert ist, sind wir bei 50 Metern pro Sekunde, da wo es ungummiert ist, deswegen frage ich mich auch, wieso machen das die Hersteller ungummiert? Schaut euch das an, 130 fast Meter pro Sekunde, sogar 100, 150, damit sich das nicht bewegt. Das heißt, so hoch sind die Vibrationen, da oben auch ungummiert, seht 13,9, sogar 13,6, ja. Es ist leider so, ich verstehe wirklich nicht, wieso man das spart. Also hinten am Griff. Da hätten sie lieber vorne ein bisschen weniger gummiert und dafür hinten den Griff zusätzlich gummiert. Finde ich, wäre viel gescheitere Idee gewesen. Aber wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht genau wieso, aber haben es halt nicht gemacht. 3,19 Kilo wiegt die Säbelsäge. Lautstärke ist relativ normal, nicht gut, nicht schlecht. Kommen wir nun zur Stärke, zu den Schneidetests und vergleichen dann mit der Tabelle. So, wir sehen können, das ist sehr gute Leistung. Ich habe es beschleunigt, also verdoppelt, damit man nicht ewig warten, aber sehr gute Leistung. Werdet ihr dann in der Tabelle sehen. Gefällt mir wirklich gut. Die Bosch GS 18V28 Säbelsäge ist top. Ja, eine sehr gute Säbelsäge, wenn man im Bosch-System ist. So, nach dem Schneidetest, wie ihr sehen könnt, ist Bosch auf dem 7. Platz und das auch verdient. Ihr seht aber teilweise große Unterschiede. Die Flex schneidet 12 mal 10 in 6 Sekunden
Metabo in 8 Sekunden, also das ist ja nochmal deutlich stärker, oder AEG, obwohl AEG bei 240er 40 Sekunden gebraucht hat und Bosch war da deutlich schneller mit 28,01, also ungefähr auf Metabo SSEP 18 Niveau, was wirklich eine sehr gute auch Säbelsäge ist. Und ja, also wenn Bosch-System ist, von der Leistung her top. So, das Gewicht haben wir schon erwähnt, 3,19 Kilo. Gehört auf jeden Fall zu den schwereren Sägen, aber nicht zu den ganz schweren wie die Flex RSP DW18. Der wiegt nochmal ein ganzes Kilo mehr, ist auch viel leistungsstärker. Auch die Metabo ist auch stärker und schwerer. Ja, Lautstärke haben wir 96 dB, also im mittleren Bereich. Das ist definitiv, kann man sagen, positiv, weil sie halt doch sehr stark ist und relativ leise dabei auch noch. Das ist sehr gut. Vibrationen im Handgelenk, kann ich nur sagen, ist im Durchschnitt, kann man sagen, genau zwischen Minimum und Maximum, was ich gemessen habe, mit 13,9 Meter pro Sekunde. Ganz gut dabei. Ja, ist halt trotzdem sind viele Vibrationen, da sollte man nicht unterschätzen. Zum Beispiel die Metabo SSEP 18 ist gleich leistungsstark und hat viel weniger Vibrationen. Auch die 18 LTX bürstenlos MVT ist auch nochmal stärker und weniger Vibrationen. Also Metabo macht wirklich die besten Säbelsägen mit Flex zusammen. Kommen wir nun zum Fazit und zum Preis. Preis 220 Euro habe ich gefunden. Und ja, das heißt, es ist die zweiteuerste Säbelsäge, die ich getestet habe. Es ist auf dem 7., 8. Platz von der Leistung, Vibrationen mittig. Aber wenn Bosch-System ist es trotzdem eine sehr gute Säbelsäge, die wirklich genug Leistung hat. Gewicht ist auch ja am oberen Ende, aber nicht ganz oben. Also ich finde, insgesamt ist es eine gute Säbelsäge mit okay Vibrationen, mit guten Schnittwerten und mit einer schönen Haptikverarbeitung. Und ja, wenn Bosch-System ist, macht mit der nichts falsch. Wer die Leistung braucht, soll sich die holen. Und ja, alle Säbelsägen sind unten verlinkt. Wenn ihr was über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen Dank für den, das macht. Vielen Dank für den, das schaut. Kommentar da, Abo, Daumen nach oben. Servus, danke und ciao.